Willkommen zum zweiten Teil des Zwischenstandes über den ETM Fehrenkötter Praxistest. Wir ziehen eine Art Halbzeitbilanz. 7 Lastzüge liefern sich seit Juli 2021 bei der Firma Fehrenkötter Transport und Logistik GmbH einen spannenden Wettkampf. Es geht um Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und Praxistauglichkeit, also um alles, was im Alltag zählt. Dieser Test zeichnet sich ja durch seine Praxisanwendung aus. Das heißt also, wir sind hier jeden Tag in ganz Europa unterwegs mit den LKWs. Wir haben unterschiedliche Ladebedingungen, unterschiedliche Lasten, unterschiedliche aerodynamische Bedingungen. Und wir sagen ganz klar, wir wollen nicht zeigen, wie es im Labor geht, sondern wir wollen zeigen, wie es in der Praxis geht. Ein Test, der alle in der Nutzfahrzeugebranche interessiert, denn wo sonst werden Lastwagen aller Hersteller über mehrere Jahre hinweg so praxisnah auf Herz und Nieren getestet. Nicht nur Firmenchef Joachim Fehrenkötter begleitet jede Phase des Testes, beteiligt ist auch sein Fuhrparkchef Robert Theis. Wichtig für den Praxistest sind nicht nur die technischen Finessen der Fahrzeuge selbst, sondern auch die Begeisterung der teilnehmenden Lkw-Fahrer. Was aber ist wichtiger? Ich glaube in Kombination beides. Der ausgesuchte Fahrer, der mit dem Auto gut umgeht, mit den technischen Möglichkeiten des Fahrzeugs gut umgeht und diese auch nutzt. Es gibt ja viele vielfältige Möglichkeiten im Bereich der Hersteller, Verbräuche zu reduzieren. Es gibt diese vorausschauenden Tempomaten und Ähnliches. Und das muss halt auch entsprechend angewendet werden. Aber wir haben im Vorfeld des Tests darauf geachtet, dass die Fahrzeuge von Mitarbeitern bewegt werden, die auch ein gewisses Faible für das Produkt haben. Und da haben wir, Gott sei Dank, da eine gute Auswahl treffen können, die also im Grunde eine gewisse Liebe für das Auto auch entwickeln. In Teil 1 des Zwischenstandes haben wir bereits über den MAN TGX 26470, den Volvo FH 460 6x2, den DAF XF 480 und den Mercedes-Benz Actros 2545 6x2 Gigaspace berichtet. Es fehlen also noch die Zwischenergebnisse für den Iveco S-Way, den Renault T 480 und den Scania S 450. Auch hier sind es wohlgemerkt nur die vorläufigen Zwischenergebnisse, denn abgerechnet wird erst zum Schluss. Wir sind jetzt bei der Halbzeit, es gibt Trends. Die Fahrzeuge, die jetzt gut im Verbrauch sind, werden sich nicht wirklich deutlich verschlechtern. Die heute noch nicht so toll sind, werden diese Verbesserungen wahrscheinlich in den nächsten 1,5 Jahren nicht mehr schaffen. Aber am Ende des Tages ist es so, eine Reparatur, eine größere Reparatur, ein größerer Ausfall kann das Ergebnis ganz deutlich verändern. Nun zum Iveco S-Way, mit dem Joachim Fehrenkötter erst unlängst bei Eurotransport TV im Einzeltest unterwegs war. Der Nachfolger des Stralis mit Cursor 11 Motor und 480 PS ist eine Neuentwicklung und überzeugt vor allem durch seine fahrerfreundliche Handhabung und das großzügige Platzangebot in der Kabine. Generell hat der Hersteller den 11-Liter-Motor inzwischen durch ein Aggregat mit 13 Litern Hubraum und 490 PS ausgetauscht. Dieser 10 PS stärkere Motor wird als deutlich agiler und verbrauchsfreundlicher beschrieben. Zum Testbeginn allerdings war diese Variante so noch nicht lieferbar. Der nächste Testkandidat ist der Renault T 480p 6x2 mit Low-High-Cap-Kabine. Auffällig sein direktes Fahrverhalten und die sehr präzise Lenkung. Ein wenig rustikal wirken dagegen die Materialien im Cockpit, das nur teilweise digitalisiert ist. Gelöst wurde am Test-LKW ein Problem an der Liftachsensensorik. Die Achse suchte anfangs selbst bei leichter Beladung Fahrbahnkontakt, was nach einer Neukalibrierung des Systems nun erledigt scheint.
Der Renault T von Fehrenkötter, zugelassen im Juni 2021, hat noch einen 12,8 Liter Motor mit 480 PS. Inzwischen wird der Renault T jedoch auch mit dem wirtschaftlicheren Turbo-Compound-Motor von Volvo angeboten. Genau die Wirtschaftlichkeit dieses Motors hätte auch dem Testkandidaten gut gestanden. Also ich kann mir vorstellen, dass der Renault T mit dem Turbo-Compound-Motor, der heute ja dort angeboten wird, dem Volvo im Verbrauch nicht wirklich was nachgestanden wäre. Und das sind ja einerseits Testfahrzeuge, aber andererseits laufen die bei uns auch 7 Jahre Minimum bei uns im Fuhrpark. Also wenn man den Motor bekommen hätte, das wäre schon gut für uns gewesen. Unterm Strich ist es beim Renault T jetzt ein Durchschnittsverbrauch von 28,93 Litern Diesel auf 100 Kilometer. Nur mal zum Vergleich. Der Volvo FH460 mit Turbo-Compound-Motor brauchte gerade mal 27,5 Liter. Fast 1,5 Liter weniger. Wo wir gerade beim Thema Diesel und Verbrauch sind, wagen wir doch gleich mal einen Blick in die Zukunft. Es geht um den nächsten ETM Fehrenkötter Praxistest, der allerdings erst in ein paar Jahren stattfinden wird. Werden die dort startenden Lkw wohl noch alle mit Dieselantrieben unterwegs sein oder geht es da elektrisch zu? Also ich bin der Meinung, dass Richtung Elektromobilität der nächste Test sicherlich spannend wäre, wenn man das Thema aufgreifen würde. Aber ich glaube nicht, dass in, sagen wir mal, 2-3 Jahren die Verbreitung schon so groß sein wird und die Stückzahlen so hoch sein werden, dass wir eine gewisse Relevanz erreichen. Sicherlich, wie gesagt, super spannend, aber ich gehe davon aus, dass in 3-4 Jahren der Marktanteil von Elektrofahrzeugen noch nicht größer 5% sein wird im Bereich Schwerlast bzw. im Bereich Fernverkehr. Der letzte Testkandidat ist der Scania S450 mit S-Highline-Kabine. Die Meinung des Fahrers ist klar. Das Interieur ist tadellos. Vom Fahren her sind Software und Hardware perfekt aufeinander abgestimmt. Der ganze LKW ist darauf abgestellt, den Fahrer in jeder Beziehung zu entlasten. Digitalisierung ist hier eine Selbstverständlichkeit. Immer wieder ist im Scania von Pkw-Qualitäten die Rede, was auch Joachim Fehrenkötter so empfindet. Dazu gehört vor allem die enorme Laufruhe. Dieser LKW hat offenbar Gewinnerqualitäten und sein 12,7 Liter Motor mit 449 PS gehört zu den besonders sparsamen. Ja, mit glatten 27 Litern Verbrauch ist dieser LKW aus April 2021 bislang der sparsamste im ETM Fehrenkötter Praxistest. Im November des gleichen Jahres stellte Scania übrigens eine neue Motorengeneration vor, die noch sparsamer sein soll. Der neue Scania Motor soll noch effizienter sein, was uns natürlich auch geholfen hätte oder immer hilft. Wirtschaftlichkeit ist eben abhängig vom Verbrauch, extrem stark vom Verbrauch. Und wenn der noch mal einen halben Liter besser wäre das natürlich ein großer Vorteil für uns. Noch einmal, alle bisherigen Resultate im ETM Fehrenkötter Praxistest sind Zwischenergebnisse, die sich noch ändern können. Doch die Halbzeitbilanz offenbart schon mal, wie komplex der Test insgesamt ist.